Hallo, mein Name ist Florian und ich werde euch heute die Funktion und Vorteile der VIA Notifications vorstellen. Die VIA Notifications sind die neue Benachrichtigungsfunktion aus der Weinig App Suite. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, nie wieder etwas zu verpassen. Stay up to date, never miss anything. Was heißt das? Also für eure Maschinen könnt ihr konkret euch Benachrichtigungen konfigurieren per Push oder E-Mail. Das ist insbesondere interessant für egal auf welchem Gerät man ist, weil man bleibt immer bestens informiert. Dazu kann man sich dann für wichtige Ereignisse etwas abonnieren und erhält dann entsprechend, wenn dieses Ereignis auf der Maschine eintritt, eine Benachrichtigung. Ich würde sagen, schauen wir uns direkt den Browser an. Ich habe hier schon ein paar offene Benachrichtigungen. Ähm, Man kann hier als erstes sozusagen die Benachrichtigungen ordnen, erhält einen Überblick. Also gerade aktuell sind hier 2 offen. Ich sehe das auch am Statusfilter, also ich kann auch hier zum Beispiel auf gelesen umschalten entsprechend und habe immer alles im Blick, auch im Nachgang sozusagen. Darunter habe ich die Möglichkeit, auch konkret nach einer Maschine zu suchen, also beispielsweise Kappsäge. Dann würde ich entsprechend nur die Benachrichtigungen der Kappsäge erhalten. Des Weiteren habe ich auch die Möglichkeit, über den Filter hier rechts entsprechend pro Funktion, also VIA-Funktion ist damit gemeint, die Benachrichtigungen zu filtern. Da wir hier gerade nur VIA Monitor haben, haben wir entsprechend nur eine Auswahl. Das nächste und natürlich interessant ist, man möchte jetzt sehen, was ist denn konkret auf der Maschine passiert oder warum wurde ich denn benachrichtigt und was ist der Kontext dazu. Ich möchte mehr Informationen erhalten. Also kann ich ganz einfach hier zum Beispiel im Browser auf die Lupe klicken oder auf den mobilen Geräten einfach auf die Benachrichtigung und lande dann hier entsprechend in der Funktion, also in dem Fall via Monitor, auf der richtigen Maschine. Es war die Vorhobelmaschine der Fensterlinie. Ich sehe sofort den Maschinenstatus und ich habe auch Kontextinformationen, weil wir etwas davor und auch danach sehen. Und so haben wir relativ leichtes Spiel und sehen ganz konkret, was ist denn hier passiert auf meiner Maschine. Das Coole dabei ist auch jetzt, auch wenn man weiterarbeiten möchte, kann man das Ganze dann auch sozusagen in der Zeit wieder zurücksetzen. Dazu einfach auf diesen Button klicken und dann hat man das tagesaktuelle Datum wieder. Das ist auch in jeder Funktion vorhanden und so habe ich auch wieder die Möglichkeit, direkt weiterzuarbeiten. Grundsätzlich haben wir, wie wir gerade gesehen haben, eine Gesamtübersicht aller Benachrichtigungen und eine etwas gefilterte Übersicht. Es ist eine kleinere Übersicht sozusagen nur der aktiven je Funktion. Also hier aktuell noch eine einzige in VIA Monitor. Wenn wir auf den Homescreen gehen beispielsweise und es gibt in VIA Notify auch Benachrichtigungen, dann würde hier dies auch entsprechend mit dieser roten Zahl hochgestellt dargestellt werden. Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Einstellungen an. Dazu auch wieder einfach in den Notification Browser, dann auf das Einstellungs-Icon klicken, hier rechts, und dann landen wir schon direkt bei den Einstellungen der Notifications. Hier haben wir als erstes die Möglichkeit auszuwählen, auf welchem Weg wir gerne benachrichtigt werden möchten. Dazu können wir wählen zwischen Push-Notifications und E-Mail-Notifications. Wie gerade eingangs auch erwähnt, wenn ich eher mobile Geräte nutze, wie Smartphone, Tablets, da eignet sich natürlich die erste Option, Push-Notifications idealerweise, aber auch hier am Browser werden Push-Notifications mir angezeigt. Zusätzlich kann ich aber auch E-Mail-Notifications mir abonnieren, dazu auch einfach hier diesen Button aktivieren und entsprechend erhalte ich dann die gleichen Informationen auch auf meine E-Mail-Adresse, mit der ich mich bei der Weinig App Suite registriert habe. Als nächstes habe ich dann die Möglichkeit, hier unten sieht man schon, die Maschinen auszuwählen und individuell Konfigurationen vorzunehmen. Für die Kappsäge habe ich das bereits schon getan, doch ich würde sagen, schauen wir uns anhand von ein paar Beispielen das mal bei dieser Vorhobelmaschine der Möbellinie an. Starten wir mit VIA Monitor. Wir könnten uns jetzt beispielsweise vorstellen, man möchte benachrichtigt werden, sobald die Maschine eine Maschinenstörung hat, die länger als 3 Minuten ansteht. Dazu kann ich dann auch einfach hier schauen, es ist jeder Maschinenstatus vorhanden. Ich wähle die Maschinenstörung, trage dann hier meinen Parameter ein, also in dem Fall 3 Minuten. Und jedes Mal, wenn jetzt eine Maschinenstörung auftritt,
die 3 Minuten oder länger auf der Maschine vorliegt, erhalte ich entsprechend eine Benachrichtigung. Der nächste Case wäre dann für Via Notify. Ich kann mir auch konkret Maschinenmeldungen abonnieren. Dazu kann ich ganz allgemein vorgehen, indem ich zum Beispiel immer eine Notification erhalten möchte, sobald Maschinenmeldungen des Typs Error vorliegen oder Warnung beispielsweise. Kann aber auch ganz spezifisch einzelne Meldungen mir abonnieren. Den Fall würde ich auch mal gerne kurz durchspielen zum Beispiel. Und dazu nehme ich entweder den Code oder Text. Wir könnten uns vorstellen, immer wenn der Notausschalter meiner Maschine gedrückt wird, möchte ich eine Benachrichtigung erhalten. Dazu kann ich entweder den Text nehmen, Notaus wurde betätigt, oder den Notification Code. Der kann ich hier ganz einfach eintragen, also das wäre dann dieser hier zum Beispiel. Kann dann auch sagen, immer wenn die Meldung ansteht, oder auch wenn sie quittiert wird, kann ich wählen und auch entsprechend wieder einen Zeitraum. Also das gilt aber nur für anstehend natürlich. Kann ich zum Beispiel sagen 1 Minute. Und dann würde ich auch hier wieder entsprechend benachrichtigt werden, sobald der Notaus betätigt wird an der Maschine und entsprechend dies dann 1 Minute ansteht und nicht quittiert wurde. Das nächste wäre dann via Order. Auch dazu einfach wieder die Funktion anschalten. Hier könnten wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, wir möchten immer eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein Auftrag abgeschlossen wurde. Dazu einfach hier dieses Icon anklicken, also diese Checkbox, und dann würde man entsprechend eine Benachrichtigung erhalten, sobald jeder Auftrag auf der Maschine fertiggestellt wurde. Via Maintain unterstützen wir natürlich auch. Hier könnten wir uns jetzt vorstellen, zum Beispiel, wir möchten immer benachrichtigt werden, wenn eine Wartung überfällig ist und wenn diese Wartung durchgeführt wurde. Dazu können wir einfach hier anhand des Wartungsstatus, also den gibt es von Warnung kritisch auf Reset, kritisch abonnieren, das wäre quasi der Fall, die Wartung ist überfällig, und Reset, dafür steht quasi, dass die Wartung durchgeführt wurde und der Wartungsintervall von vorne beginnt. Und das letzte, was wir unterstützen, also man sieht es, alle Via Cockpit-Funktionen, wäre dann Via Condition. Das ist aber abhängig auch wieder vom Maschinentyp. Da muss entsprechende Hardware vorhanden sein, um Sensordaten beispielsweise zu erfassen. In dem Fall ist es eine Hobelmaschine, die über Spindelmonitoring verfügt. Und da wird quasi die Temperatur der Spindeln überwacht. Und hier könnten wir uns jetzt auch vorstellen, wir möchten immer entsprechend eine Benachrichtigung erhalten, wenn es zu warm wird an den Spindeln. Also das wäre dann quasi der Warnungswert. Und wenn das 5 Minuten oder länger andauert. Dazu einfach auch wieder eintragen die Zahl. Und ich drücke noch zu guter Letzt auf Speichern. Und nun sehen wir es auch, die Notification-Einstellungen wurden getroffen. Und so bleibe ich jetzt auch immer bei dieser Maschine über alle Ereignisse entsprechend informiert.